Hallo und herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal Boost Beyond, dein Zentrum für persönliche Finanzen und Selbstentwicklung mit unterhaltsamem Roguelike-Gameplay im Hintergrund, das deinen Geist auf vielfältige Weise boostet. Im heutigen Video sehen wir das Spiel Slay the Spire, ein Sammelkartenspiel, bei dem man Attacken, Abwehr und Fähigkeiten durch geschicktes Ausspielen der Karten und dem Deckbuilding versucht zu optimieren. Wie im Spiel möchte ich dir durch meine Erfahrungen auf der finanziellen Reise und bei deinem persönlichen Wachstum helfen, während wir gemeinsam leveln. Wenn du neu hier bist, drück gern den Abonnieren-Button und wenn es dir gefällt, auch den Like-Button, damit diese Videos mehr Leuten empfohlen werden. Das heutige Thema wird sein hartes Geld versus weiches Geld. Warum Inflation dein Geld frisst und Bitcoin eine Antwort sein könnte. Das Thema hatten wir im letzten Video auch schon angerissen, aber hier jetzt nochmal genauer im Detail, weil es so wichtig ist. Warum verliert dein Geld auf dem Konto jedes Jahr automatisch an Wert? Und warum ist das kein Zufall? Was ist der Unterschied zwischen hartem und weichem Geld? Und warum war Gold früher so mächtig? Warum funktioniert unser heutiges Geldsystem so, dass Preise steigen müssen? Und wie fühlt sich das für normale Sparer an? Kann Bitcoin wirklich wieder hartes Geld sein? Und was bedeutet das konkret für deine finanzielle Freiheit? Bleib dran, ich erkläre dir alles so, wie ich es mir selbst mühsam beigebracht habe. Zu Beginn jedoch ein wichtiger Disclaimer. Das hier ist keine Finanzberatung. Alles, was ich sage, ist meine persönliche Meinung, mein aktueller Wissensstand und meine Interpretation. Wenn du größere Schritte planst, hol dir bitte unbedingt Finanz- oder einen Steuerberater. Okay, los geht's. Die Hauptfrage im Raum ist, was ist eigentlich hartes und was ist weiches Geld? Und warum ist das für uns heute so wichtig? Ich erkläre es dir mal ganz entspannt, so wie ich es mir selbst über die letzten Jahre klar gemacht habe. Zunächst erstmal, hartes Geld versus weiches Geld, das ist der ganze Kern der ganzen Geschichte, eigentlich unserem ganzen Leben. Es hat überall einen starken Einfluss. Hartes Geld ist ein Geld, das nicht beliebig vermehrt werden kann. Zum Beispiel Gold. Man muss es aus der Erde holen, das kostet Zeit, Energie, Maschinen und Menschens Lebenszeit. Es gibt nur eine begrenzte Menge. Deshalb konnte Gold über Jahrhunderte bis Jahrtausende als stabiles Geld funktionieren. Niemand konnte einfach mehr Gold aus dem Nichts zaubern. Weiches Geld ist das genaue Gegenteil. Es lässt sich sehr leicht und schnell vermehren. Das ist unser heutiges Fiat-Geld, Euro, Dollar, Yen. Zentralbanken können per Knopfdruck mehr davon erzeugen, meistens sogar digital. Das passiert über Staatsanleihenkäufe, Kreditvergaben der Banken, Quantitative Easing. Die ganzen Mechanismen, die du aus den Nachrichten kennst. Und genau das führt zur Inflation. Wenn die Geldmenge schneller wächst als die reale Wirtschaft, also Güter und Dienstleistungen, dann muss jedes Stück Geld weniger wert sein. Und das ist auch keine Meinung, das ist simple Mengenlehre. Mehr Geld jagt die gleiche Menge an Waren. Somit steigen die Preise, Angebot und Nachfrage. Und warum macht man das überhaupt? Weil es kurzfristig super praktisch ist. Staaten können Schulden leichter bedienen, Banken können mehr Kredite vergeben, die Wirtschaft wird angekurbelt. Die Arbeitslosigkeit sinkt. Das Problem jedoch, langfristig verliert jeder normale Mensch an Kaufkraft. Dein Gehalt steigt vielleicht, wenn du Glück hast, 2-4% im Jahr. Die Preise aber um 3-8% und in schlechten Jahren noch viel, viel mehr. Das merkst du beim Einkaufen, beim Tanken, bei der Miete und irgendwann sogar bei der Rente. Wobei die Rente und das gesamte System dahinter noch ein ganz anderes Thema für ein komplettes Video sind. Meine eigene Erfahrung hier war ziemlich typisch. Früher habe ich gedacht, ich spare einfach brav auf dem Giro- und Tagesgeldkonto. Und dann habe ich gemerkt, bei 0,5% bis 1% Zinsen und 5-10% Inflation verliere ich jedes Jahr 4-9% real. Natürlich nicht nominell auf dem Konto, aber in Bezug auf die Kaufkraft, da deine Geldscheine nun einfach weniger kaufen können, nachdem alles teurer geworden ist. Das ist damit insgesamt so, als würde jemand heimlich jeden Monat Geld aus deinem Portemonnaie ziehen. Das hat mich richtig wachgerüttelt.
Seitdem versuche ich möglichst wenig weiches Geld zu halten. Stattdessen Dinge, die entweder knapp sind, wie zum Beispiel Gold oder Silber, oder die wirklich auch einen Wert schaffen, zum Beispiel Aktien guter Unternehmen, Magnificent Seven zum Beispiel. Immobilien gehen auch, sind aber meistens etwas zu teuer. Und seit 2024 nun auch Bitcoin. Und genau da kommt nun Bitcoin ins Spiel. Und warum viele es für das digitale Gold oder auch hartes Geld 2.0 sehen und bezeichnen. Bitcoin hat eine absolut feste Obergrenze. Maximal 21 Millionen Coins. Das ist im Code unveränderbar festgeschrieben. Niemand, kein Staat, keine Bank, kein CEO kann das ändern, ohne dass das gesamte Netzwerk zustimmt. Was quasi unmöglich ist, da es dezentral ist und jeder selbst entscheiden kann. Das macht Bitcoin knapp, wie Gold, nur digital und transportabel per Mausklick und innerhalb von Sekunden. Vergleichen wir mal. Gold, hart, knapp, aber schwer zu transportieren und zu teilen. Bitcoin, hart, knapp, teilbar, bis zu ein 100 Millionstel, ein Satoshi nennt sich diese Einheit. Also ein Bitcoin lässt sich in 100 Millionen Teile zerlegen. Bitcoin ist zudem weltweit in Minuten übertragbar, ohne Erlaubnis von irgendwem. Klar, Bitcoin ist zurzeit noch volatil, das wissen wir alle. Aber langfristig betrachtet hat es genau die Eigenschaft, die gutes Geld braucht. Es lässt sich nicht beliebig vermehren. Meine persönliche Erfahrung zeigt das auch. Als ich nun 2024 angefangen habe, Bitcoin stark zu kaufen, war es für mich erstmal ein mulmiges Gefühl. Klar, es ist so hochpreisig und schwankend. Aber je mehr ich verstanden habe, dass unser Fiat-System auf Dauer entwerten muss, desto klarer wurde, ich will einen Teil meines Vermögens in etwas legen, das nicht nach Belieben verdünnt werden kann. Deshalb habe ich seitdem eine klare Strategie. Ein Maximalwert an Cash auf dem Tagesgeldkonto als Notfallreserve und kurzfristige Liquidität, falls irgendwas passiert. Auto geht kaputt, Waschmaschine geht kaputt. So circa 2 Netto-Monatsgehälter. Das ist ein guter Punkt, manche nehmen da etwas mehr, aber das ist ein guter Anhaltspunkt. Und der Rest, der kommt in produktive und knappe Assets. Also zum Beispiel Aktien, ETFs, Immobilien, Edelmetalle. Für all diese braucht man natürlich auch viel Kenntnisse, das ist korrekt. Und deswegen gehe ich nun wirklich hauptsächlich in Bitcoin. Das hat mir geholfen, in den letzten Jahren real Vermögen aufzubauen, trotz der Inflation. Und noch ein kurzer Tipp aus meiner Erfahrung. Fang erstmal klein an. Lern erstmal, wie man zum Beispiel für Bitcoin eine sichere Wallet einrichtet. Kauf nicht alles auf einmal. Das sogenannte Dollar-Cost-Averaging, also regelmäßig kleine Beträge zu kaufen, reduziert das Risiko enorm. Und vor allem, verstehe, warum du es machst, nämlich als Schutz vor der stillen Enteignung durch die Inflation. So, das war jetzt erstmal mein kurzer Kaffee- und Kuchen-Vortrag zu harten versus weichen Geld, Inflation und warum Bitcoin das für mich wieder in Ordnung bringt. Was denkst du dazu? Hast du schon mal bewusst in knappe Assets investiert? Oder bist du noch voll im Sparen auf dem Kontomodus? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video hier gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit er an mehr Leuten vorgeschlagen werden kann, um auch deren Investitionsverhalten und längerfristiges Denken zu verbessern. Ich werde das Gameplay wie beim letzten Mal noch etwas laufen lassen. Lasst mich gern wissen, ob euch das so gefällt oder ob wir das Video gleich nach dem Thementeil beenden sollten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.